Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir frisch gepresst haben, sind Lufthansa, Vereinigung Cockpit, keine Einigung bei Lufthansa, mehr so, ja, schauen wir uns genauer an. Air France KLM möchte Airbus A350er 1000 nicht mehr haben, neue Strategie, neuer Wechsel. Dann gibt es ein neues Programm bei den Freunden von Hawaiian, aber auch Alaska, die ja gekauft haben. Ich werde euch den Namen verraten und Mutmaßungen, was da passiert. Wir haben dann auch noch mal so ein bisschen die Reisetrends 2025 vom Deutschen, die wir uns angucken. Und Amex hat eine Promotion für Hilton, Punkte transferieren mit Bonus. Da bin ich gefragt worden, ob sich das lohnt. Da schauen wir uns das Thema auch an. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber denkt auch nochmal an die Kreditkarten und Vielflieger-Cruise, die wir in Helsinki haben. Habe ich den Link da reingestellt? Ich werde den Link wieder unten reinstellen als erster Kommentar. Ich werde das pinnen, aber ich darf das nicht vergessen. Ich glaube, ich habe es vergessen. Also wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich gerne an. Das erste Thema ist Lufthansa und Vereinigung Cockpit. Da ist Stillstand bei den Tarifverhandlungen, denn die betriebliche Alters- und Übergangsversorgung BAV für Piloten der Lufthansa Kernmarke, da ist es so, dass man, übrigens Cargo ist auch mit dabei, ist die Situation so bei der VC, also der Vereinigung Cockpit. Kein verhandlungsfähiges Angebot seitens Lufthansa. Die Forderung ist konkrete finanzielle Zusagen. Lufthansa-Position, so ein bisschen indirekt natürlich nur, keine öffentlichen Details, keine neuen finanziellen Zusagen und nächster Termin Ende August, eventuell Anfang September, also alles vage. Warum sehen die Leute das problematisch? Es ist natürlich so, dass die teure Kernmarke mehr Auslagerung auf günstige AOCs hat, wie Discover und so weiter. Und die Tradition bei der Lufthansa trifft auf Realität. Und die alten Pensionsmodelle passen halt nicht mehr zur Branchenrealität. Gefahr ist, wer an den alten Modellen natürlich festhält, der kann da durchaus dran sinken und die Lufthansa kann daran ersticken, um es mal etwas härter zu formulieren. Die Konzernstrategie ist halt relativ klar. Die Lufthansa sagt, dass man neue AOCs macht, also das heißt neue Fluggesellschaften gründet, um Kosten zu reduzieren, aber es erhöht natürlich auch auf der anderen Seite die Komplexität und bringt auch nicht so unbedingt die Einsparungen, sondern ist eher ein Kostentreiber. Also das ist ein interessanter Hinweis. Und andere große Airlines haben die Rolle rückwärts gemacht und Inhouse-Betriebe wieder gestärkt. Wir erinnern uns ja bei dem Check-in und so weiter, wie man erst outsourcen, dann in-house holen wollte. Und McKinsey-Berater würden Strategie Teil und Herrscher angeblich als nicht kosteneffizient einschätzen. Aber war es McKinsey nicht, die auch? Aber egal, wollen wir die ganzen Consultants nicht schlagen. Ja, es ist halt wirklich so, dass das ein klassischer Tarif- und Strukturkonflikt ist. Und die Vereinigung Cockpit will halt natürlich die Status quo sichern und dann ausbauen. Das Lufthansa-Management will mehr Flexibilität und Kostenkontrolle haben. Aber das Risiko für LH ist halt die harte Kostenpolitik, dass natürlich die Demotivation und auch natürlich die Abwanderung der Piloten passieren kann, was natürlich auch nicht in Ordnung ist. Also ihr könnt da eure Meinung zu schreiben. Air France KLM hat die 350er-Bestellung angepasst und hat ihre Strategie geändert. Ursprünglicher Plan, Januar 2024, war es so, dass man 33 A350-900 und 11 A350-1000er haben wollte. Und man hat ja 6 A350 aus Juli 2023. Aber im Juli 2025 gab es eine Änderung. Und zwar nur noch 3 A350-1000 anstatt der 11, die man haben wollte. Dafür aber dann 47 A350-900, also 8 Stück mehr, als man haben wollte. Flottenziel ist halt der Ersatz der A330-200er und der 777-200er ab 2026. Auch sollte KLM ja die 350-1000er erhalten, wird aber trotzdem nichts werden. Die bekommen jetzt nur in Anführungsstrichen die 900er. Die Frachterorder wurde von 6 auf 6 reduziert von 8, also 2 weniger.
Und ihr sagt, warum Strategiewechsel, warum ist man von der 1000er auf die 900 gegangen, warum hat man 2 Cargomaschinen weniger? Und zwar das KLM-Netzwerk stärker auf mittellange bis lange Strecken mit mittlerem Nachfragevolumen ausgelegt. Das ist das eine Thema. Und dann weiter geht es natürlich so, dass die 900er eine bessere Wirtschaftlichkeit, also Rentabilität haben bei etwas geringeren Kapazitäten. Geringerer Listenpreis und niedrige Betriebskosten der A350-900 sind natürlich ein großer Plus in diesem Thema. Und die einheitliche Teilflotte senkt natürlich Schulungs- und Wartungskosten. Weniger Fokus auf das Flagship-Produkt damit, also auf mehr auf Effizienzflotte. Air France behält gegebenenfalls die wenigen A350-1000 für die Premium-Langstrecken. Heißt also für Strecken, wo man viel Nachfrage hat. Das wäre USA, aber auch Asien. Lufthansa geht den anderen Weg, nur so mal als Kontrast gesehen, denn man setzt ja sehr stark auf die 350-1000er als Premium-Flaggschiff neben der 787-9. Und Air France KLM konsolidiert auf die 900er runter, ähnlich wie Finnair oder SAS. Heißt also, man hat mehr Fokus auf Kostensenkung und Flexibilität als auf maximale Kapazität. Also ihr könnt ja jetzt eure Meinung dazu schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt, ob ihr die Strategie, die anders ist als die von der Lufthansa, von der KLM besser findet, oder findet ihr die Lufthansa-Strategie besser. Wir haben auch Reisetrend 2025 und da kann man wirklich sagen, der Deutsche fliegt wieder mehr. Flugreisen sind im Aufwind, 99,4 Millionen Passagiere im ersten Halbjahr 2025. Das ist ein Plus von 2,8% im Vergleich zu 2024, selber Zeitraum, aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Große Nachfrage sind natürlich Mittelmeerziele, also die Warmwasserziele, Spanien, Türkei, Griechenland dominieren, aber auch Kreuzfahrten legen zu. Ich bin jetzt aus dem Alter noch nicht raus, wo ich auf Kreuzfahrtschiff gehen würde. Und Fernreisen. Billige Ziele wie Bulgarien, Tunesien und Ägypten gewinnen natürlich mehr an Beliebtheit. Inlandsreisen sind stabil, aber kein Wachstum. Heißt also 223,3 Millionen Übernachtungen in Deutschland, davon 187 Millionen alleine durch Inländer, plus 0,8%. Gäste aus dem Ausland, EM-Fußball 2024, die fehlen in der Strategie, in der Statistik sind minus 3,2. Anteil Inlandsurlaub an längeren Reisen sind 24% und vor der Pandemie 26%. Also man sieht da, es geht weiter nach oben. Der deutsche Luftverkehr hat halt strukturelle Probleme und da müssen wir halt wieder darauf hinweisen, wie immer. Hohe Steuern, Gebühren, ca. 35 Euro pro Passagier in Deutschland gegenüber Spanien mit 6,50 Euro als Beispiel. Weniger Billigflieger in Deutschland, weniger Inlandsverbindungen, höhere Ticketpreise und natürlich auch die Geschäftsreisen sind reduziert. Gewinner sind die Ferienfluggesellschaften Condor, Discover, TUI Fly, Sun Express. Die haben plus 34% mehr Flüge im Vergleich zu 2019. Ferienflieger fliegen Ferien von 9% auf 14% gestiegen. Der Marktanteil, also das geht da auch hoch. Die Hotellerie ist selber etwas vorsichtiger bei einem Optimismus. Durchschnittliche Auslastung Januar, Mai 63,5%. Heißt also, Konsumrückhaltung ist spürbar, ganz klar. Kostenbewusstsein nimmt ja auch zu. Die Leute müssen den Euro mehrfach umdrehen. Erwartung ist aber eine stabile Nachfrage ohne großen Boom. Was haltet ihr davon? Ein Thema, was ich nicht genannt habe, das ist Delta Airlines und ein Passagier. Ein fauler Passagier? Nein. Und zwar ist es so, der Vorfall, ein Passagier stieg versehentlich auf den falschen Flug in JFK auf dem Flug nach Las Vegas, anstatt nach Los Angeles von JFK aus. Und zunächst bot die Flugbegleiterin an, dass er an Bord bleibt und Las Vegas einen Anschlussflug nehmen könnte. Eine zweite Flugbegleiterin griff ein und stand auf seine Entfernung vom Flug, da er offiziell nicht im Manifest des Flugs steht, was ja auch logisch ist. Die Maschine 757, Flug Delta 607, musste zurück zum Gate. Abflug war 2 Stunden verspätet. Ist ja logisch, dass das Ganze Sicherheitsbedenken aufwirft. Warum? Hey, wie kommt er an Bord? Und unklar ist es halt wirklich, wie der Kollege an Bord kam. Und ähnliche Vorfälle gab es bei Delta übrigens auch schon. Im November 2024 JFK Paris. Der Stowaway versteckte sich in der Bordtoilette und ist erst über dem Atlantik entdeckt worden. Das ist natürlich ein anderer Fall. Salt Lake City, der nutzte ein Foto eines fremden Boardingpasses zum Scannen. Und dann nochmal Seattle, Honolulu im Dezember 2024. Person übernachtete unbemerkt im Sicherheitsbereich und schlich sich am Morgen an Bord.
Und wie so etwas passieren kann, ist halt so, dass die TSA-Mitarbeiter durchaus überlastet sind und da auch dann ein Problem haben. Aber muss man natürlich sagen, er hat ja einen gültigen Boarding-Pass für einen anderen Flug. Und deshalb ist es so, dass man natürlich sagen kann, er ist durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Aber wie er dann an Bord gekommen ist, I don't know. Und das ist eine Frage, die man sich beantworten musste, weil wenn ich zum Beispiel mich am Boarding-Prozess immer rückerinnere, dieses Gate, wenn du mit 2 Leuten durchgehst, das fängt an zu biepen wie so ein Lämmerschwanz. Und das andere ist halt das Thema, dass, wenn man sich das anguckt, die Damen und die Herren beim Check-in oder Boarding, Entschuldigung, beim Boarding, die gucken ja auch genau hin, gehst du durch, wer bist du, lalala, wie viele Leute. Aber gut, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ich habe eine Frage von euch bekommen, die auch interessant ist, und zwar ist es so, die Frage, es gibt jetzt eine Promotion bei American Express, und zwar 30% Transferbonus bis zum 30. September 2025. Heißt also, wenn ihr Hilton-Punkte haben wollt, könnt ihr einen Membership Rewards Punkt in 1,3 Hilton-Punkte transferieren. Minimum sind 2.500 Punkte pro Transfer, die dann 3.250 Punkte im Minimum sind. Maximal sind irgendwie 999.000, also keine Million, ne? Pro Transfer. Der Transfer dauert mindestens 1 bis 2 Tage. Bonus kann sofort kommen oder erst nach Aktionsende. Aber wichtig ist, dass der Name in beiden Konten gleich ist, also der Nachname. Macht es Sinn? Eher nicht. Also wenn wenige Punkte fehlen zur Einlösung, ja. Wenn aber Flugmeilen in Vergleich gezogen werden, immer noch mit Emirates, wenn man da sagt, okay, die haben immer noch die höhere Bewertung, dann ist es halt so, dass man nicht optimal die Punkte dort einsetzen sollte, weil man kann sie wesentlich optimierter einsetzen. Und mit Flugplanning bekommt ihr wesentlich mehr Bang for the Buck, zumal das Hilton-Programm ja dynamisch ist und die Einlösung in meinen Augen mittlerweile auch irgendwie sehr merkwürdig geworden ist. Ich selber habe irgendwie 1 Million Punkte, weiß auch gar nicht, wohin damit mit Hilton, weil ich irgendwie jedes Mal, wenn ich die einlösen will, denke, habe ich nicht für 105.000 4 Freinächte bekommen, beziehungsweise die 5. kostenlos. Und jetzt kriege ich da nur 2 Nächte. Also das macht keinen Sinn. Und das andere ist, ja, amerikanische Kreditkarten machen da wesentlich mehr Sinn. Also ihr merkt, ich gehe wieder auf meine amerikanischen Kreditkarten, aber auch auf der anderen Seite nicht nur amerikanische Kreditkarten, sondern auch, müsst ihr immer bedenken, Punkte haben unterschiedlichen Value. Hilton-Punkte haben weniger Wert, Merit haben weniger Wert als Membership Rewards-Punkte. Weil diese, wenn sie richtig eingelöst werden, gerade in Amerika 1:1, bald bei Emirates auch nur noch 5:4, aber in Deutschland 2:1, ist es so, dass ihr da wesentlich mehr Bang for the Buck bekommt. Ja, ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Kommt nach Helsinki zum Vielflieger, aber auch Kreditkarten-Cruise. Wir werden eine geile Zeit haben. Ich freue mich auf euch und sprecht mich an auf den Code, damit ihr Rabatt bekommt. Also, alles klar, danke euch. Bis dann. Ciao, ciao und